The cup final comes to an end. RB Leipzig win the 80th DFB Pokal. A memorable win for the team in red. Let's go, we can start. Auf geht's. Ja, du merkst natürlich vor dem Finale schon die Tage zuvor, es ist eine andere Anspannung, es ist mehr Vorfreude auch. Ende des Tages ist es ein Spiel nochmal und mit einem Sieg kannst du dann wirklich nochmal den Titel holen. Deswegen freut man sich auf diese Partie, versucht aber auch gleichzeitig zu kalibrieren, dass man nicht zu aufgeregt ist oder zu sehr diesen Sieg möchte. Man muss da wirklich auch eine gute Balance bewahren. The good thing is that we had a lot of players who already played that game, and we had the experience, of course, how we won the game. And I think the experience is really important point in this journey, let's say. And the good thing is, as I say, that we had a lot of players with that experience from before, so this for sure helped us. Hello everyone, welcome to the German capital Berlin for what promises to be a thrilling 80th DFB Pokal final. I'm Phil Bonney, cup holders Leipzig back in the final for an incredible fourth time in 5 seasons. Ja, die Emotionen sind natürlich spezieller als im normalen Bundesligaspiel. Du siehst schon beim Warmmachen, wenn du rausgehst mit der Mannschaft, dass unheimlich viele Fans da sind. Da ist schon eine ganz spezielle Atmosphäre beim Warmmachen und die saugst du auf. Du bist einfach froh und dankbar, dass du da jetzt gleich rausgehen darfst und um den Titel mitspielen darfst. Deswegen war es für mich einfach nur eine große Dankbarkeit, eine große Vorfreude und dann ging das Spiel dann auch schon los. Yeah, I think the first half was not as expected, let's say, for both. I think both we were a little bit under pressure, even if our feelings were normal and calm before the game. When the referee whistles is totally different. So even if we were not 100% comfy with us, I think we were controlling good the game, and it was just a matter of time that we'll keep going better and better. And in a final, you cannot give few minutes to your opponent because they can kill you with that. Wir haben so erfahrene Jungs in der Mannschaft und das haben wir uns dann auch in der Halbzeit gesagt, dass wir einfach ruhig bleiben müssen. Frankfurt hat es auch defensiv unheimlich leidenschaftlich verteidigt mit der Fünferkette. Da waren eben nicht viele Räume da. Wir wussten auch, dass sie das nicht 90 Minuten durchhalten können. Von daher waren wir ganz ruhig. Das ist dann auch mittlerweile so, wenn du erfahren bist, du hast schon ein paar Finals gespielt, gibt dir das einfach in diesen Momenten eine gewisse Ruhe und auch Ausstrahlung und positive Energie, dass du weißt, alles gut, es steht 0-0, läuft alles nach Plan und am hinten raus können wir das Spiel drehen. The atmosphere was calm, more calm than usually, normally. And the second half we were better and better. It's going to be a substitution. Yusuf Poulsen's going to come on for Timo Werner. Ich glaube, dann war es auch irgendwann im Laufe des Spiels klar, dass die Mannschaft, die das erste Tor macht, sehr wahrscheinlich als Sieger vom Platz geht. Flick, Götze, oh, the save from Blažević. Szoboszlai. I was in the middle, and then the ball came to me, and then I see Christo up there, and then I pass him the ball, and he makes some dribble inside, and then he shoot, and it was little rebound, but it went in. That it's what it matters. So. Pokalfinale hat einen ganz entscheidenden Anteil, natürlich die Kurve und auch unsere Fans. Und es ist immer wieder überragend zu sehen, wie viele dann aus Leipzig da sind. Wenn du dann zweite Hälfte auf die Kurve spielst, merkst du schon, dass alle eben da auf deiner Seite sind und dir nochmal viel Energie auch mitgeben durch ihre Anfeuerung. Und
Klar war es dann umso schöner, wenn wir dann die Tore gemacht haben, dass wir dann auch mit unseren Fans feiern konnten. Ist natürlich schöner, als dann im Auswärtsblock bei den anderen Fans zu stehen. Could have been spectacular from Yusuf Poulsen. He does get some very good air. Nice little move here from Leipzig. Kunku, they're all over them. It's going to be a second goal. Szoboszlai scores. Ja, mit dem 2-0 durch Sobo war es für mich innerlich klar, dass wir diesen Titel mit nach Leipzig nehmen. Emotionales Gefühl natürlich, überragende Atmosphäre und pure Glücksgefühle in unserer Mannschaft, auch bei mir. Riesig gefreut, dennoch waren noch ein paar Minuten auf der Uhr. Man hat sich dann versucht, trotzdem noch ein bisschen wieder zu kalibrieren, die Emotionen irgendwie wegzulassen, weil du einfach im Spiel einfach sachlich bleiben musst, gerade als Verteidiger. Bei mir war innerlich klar, das geht an uns heute, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Und am Ende war es ja auch so, dass das entscheidende Tor war. Let's go! Du! For the fans! Ja! Der Moment des Spielabpfiffs ist pure Emotion, ne? Es ist einfach nur Glücksgefühle. Ich habe gar nicht gesehen, alle sind wieder links und rechts gelaufen. Das war ähnlich wie das Jahr zuvor, als wir gewonnen haben im Finale. Keiner weiß so richtig, was soll er machen, wie so kleine Kinder, die sich richtig gefreut haben. Auch die Trainerbank haben sich alle in den Armen gelegen und Ende des Tages sind das die Momente, die den Fußball ausmachen. Dafür trainierst du die ganze Saison, hast eine harte Vorbereitung und gehst auch mal durch Phasen, die nicht so schön sind für diese Momente. Und das war dann ganz besonders, wenn der Schiri abpfeift und du weißt, dieser Pokal geht nach Leipzig. Yeah, it is what we play for, you know, of course for the club, for our people, but for the fans as well, and to be able to give them back a little bit of what they give us every season with them support, it's really comfortable for all of us, you know, because at the end we play for them as well, and to can give something like a title, it's really good. Kapitän hin oder her, du willst als Spieler einfach dieses Ding anfassen, du willst es in die Höhe rücken. Klar, als Kapitän ist es dann immer was Besonderes, als Erster das machen zu dürfen. Deswegen habe ich mich riesig gefreut, aber war auch innerlich so einfach ruhig und konnte es still genießen, auch auf meine Art und Weise. Und ja, das sind Momente, die bleiben für die Ewigkeit in der Karriere. So viele Titel gewinnt man nicht, deswegen bleibt auch dieser Moment tief in meinem Herzen für immer. It is really special when you win this kind of trophies, and in my case, my family was there from the stand. I had also a lot of friends from Spain, but my whole family was there. Also my grandmother, and it was really special. And after to see them in the after party, to can make photos with the trophy, this will be memories forever. Ja, diese Momente sind besonders. Ich glaube, wenn du Titel gewinnst, da kommt nie eine Routine rein. Gerade wir als junger Verein, auch teilweise junge Mannschaft, ist es immer wieder was Besonderes. Manche haben das zum ersten Mal gewonnen. Es ist so, dass sich ewig zieht. Viele sind dann noch bei der Familie. Manche rennen dann noch in die Kurve mit dem Pokal und viele genießen einfach den Moment nochmal auf dem grünen Rasen und kommen nochmal irgendwie zur Ruhe, um das alles zu verarbeiten. Dann kam noch die PK, wir sind nochmal mit den Bierkrügen zur PK gerannt, zum Trainer und ja, alles so Momente, wo man einfach glücklich ist und dann auch als Gemeinschaft diesen Moment dann auch schön feiern kann.
Ja, wenn es dann morgens rausgeht aus dem Bett, meistens eine sehr kurze Nacht. Ich glaube, manche haben schon vor, dann im Bus zu schlafen, sich vielleicht nochmal die 2 Stunden, die es ja ungefähr sind, von Berlin nach Leipzig, nochmal vielleicht hinzulegen. Aber sobald du den Bus betrittst, ist wieder die Musik auf Vollgas. Alle sind immer noch gut drauf, auch wenn die Jungs wenig geschlafen haben. So war es auch dieses Mal. Und dann freut man sich schon, weil du weißt, da waren jetzt mehrere 10.000 Leute in Leipzig und haben Lust auf eine richtig coole Party. Dann sind wir zum Rathaus gefahren und haben wir schon gesehen von Weitem, wie viele Leute da sind und haben dann nochmal die Möglichkeit gehabt, mit den Fans ausgiebig zu feiern auf dem Marktplatz dieses Jahr. Oh, it was really special, really special. Of course, we celebrate after the game with the teammates, also with the people who work for the club, with the families. But to come back to Leipzig and celebrate with the fans, the people who were with you during the whole season, of course, it's really a special moment for all of us. And to come here and see all the people waiting for you, to see the city center of Leipzig full of people, of fans cheering Deutschland Pokalsieger, wherever, you know, it's really special. Just enjoying the moment, you know, because this doesn't happen every time. Let's say it happens one time a season. I hope so. But it's the time that you have to enjoy, like the day after, some 2-3 days that you are hyped. But after this, you just have to keep going, you know, because the life and football goes on, you know, every time. Ja, für den Trainer war es was ganz Besonderes. Und ich glaube dann, als er realisiert hat, dass wir mit dem Pokal wirklich jetzt nach Leipzig kommen, hat es für ihn schon nochmal auch eine große Bedeutung gehabt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für immer bleibt. Und er hat schon ein Stück weit Geschichte geschrieben als Leipziger, für Leipzig einen Titel zu holen. Ja, das 4. Finale zu spielen in 5 Jahren ist nichts Normales, ist was ganz Besonderes. Ich glaube, es zeigt die Ambitionen von jedem Einzelnen hier im Verein, aber auch von den ganzen Mitarbeitern, von unseren Trainern, dass wir uns hohe Ziele setzen, dass wir alle hier sind, um Großes zu erreichen, um Geschichte zu schreiben und auch am Ende des Tages um Titel zu gewinnen. Aber das muss man schon so klar sagen, wir haben Geschichte geschrieben. Ich hoffe, dieses Jahr wir können Geschichte weiterschreiben. At the end, there is only 2 teams who can play for that. The league is something different, but the cup is not for everybody. You know, there's only 2 teams who can be there. We were there in the last 3 seasons in the final. It's not easy. We have to value that, and we have to defend it. You know, with everything we have. And every season there is the opportunity to keep going. And this season we just have to show that it was not luck. Let's say that we were there because we are good and because we have the level to keep winning, and this is the most hard thing and we are ready to show it. Ja, dafür bist du Leistungssportler geworden, aus meiner Sicht, dass du diese Ambitionen hochhältst, dass du die Motivation hochhältst. Ende des Tages sind Titel durch nichts zu ersetzen. Das ist das, was für immer bleibt. Deswegen ist jeder Einzelne motiviert. Wir haben auch dieses Jahr einige Neuzugänge bekommen, die noch teilweise keinen Titel gewonnen haben. Deswegen ist das auch gut, dass da ein bisschen frisches Blut reinkommt, dass du da auch da nochmal junge Spieler auch dazu bekommst, die eben sehr ambitioniert sind. Denn auch die Spieler, die es jetzt schon mal geschafft haben oder auch zweimal geschafft haben, die sind natürlich weiter ehrgeizig. Und das ist eben Leistungssportler, Hochleistungssportler, musst du eben immer dich pushen über das Limit hinaus und auch die höchsten Ziele haben. Sonst bist du nicht in der Lage, eben konstant auf Leistung zu bringen. No, we are not gonna slow down. Of course, the motivation is the highest, like always, as I say before.
the most difficult thing is not to make it, is to repeat it, you know. So this is how we're gonna go for more, defend the title again. We want to win the cup. We want to go for the league as well. We have a team for that, very young but with experience, and we are ready to make it. Alles gesagt. Auf ein drittes Mal.